Wir haben euch auf Instagram gefragt, auf unserem Digitech Instagram-Account, was für Art von Artikel würdet ihr gerne bei uns lesen? Und jemand von euch hat gefunden, macht doch mal etwas über einen Ultra Short Throw Beamer, der nicht so teuer ist wie der LG Beamer, den ihr im Sommer getestet habt. Wir haben geschaut bei uns im Sortiment, was wir so haben. Wir haben hier einen Optoma Beamer, sein Name ist UHZ 65 UST. Es ist auch ein Ultra Short Throw Beamer wie der LG, er kostet aber etwa 1'500 Stutz weniger. Was ist ein Ultra Short Throw Beamer überhaupt? Der Unterschied zu einem herkömmlichen Beamer ist, dass du das Gerät wirklich direkt an die Wand oder direkt unter die Leinwand kannst stellen. Das ist logistisch gesehen viel einfacher, weil du hast nicht irgendeinen Beamer mit im Raum, wo du mit Kabel verräumen musst, wo du quasi den Lichtkegel frei behalten, damit es an die Leinwand projizieren kann. Wenn jemand aufsteht, hast du Schattenwurf. All der ganze Geschmäus, all das ganze Zeugs rundherum, das entfällt. Du hast ihn direkt unter der Leinwand und kannst ihn damit viel einfacher einrichten. Der Beamer hier von Optoma, das ist ein Laserbeamer. Wir haben statt herkömmliche Lampen als Lichtquelle von dem Beamer, haben wir einfach Laserdioden. Und das sind halt ganz viele kleine Laserdioden, die das Licht machen. Der grosse Vorteil ist, erstens, sie strahlen viel heller. Du hast also viel bessere Kontrastwerte auf dem Bild. Zweitens, sie leben auch viel länger als eine Lampe. Also so eine Beamerlampe, die lebt etwa 4000 Stunden, Laserbeamer 20'000 Stunden. Von der Helligkeit her ist das einer der hellsten Beamer, die ich jemals gesehen habe. Also der Optoma Beamer der bringt 3500 ANSI-Lumen auf die Leinwand an. Wann ist das wichtig mit der Helligkeit? Das ist wichtig, wenn du in einem hellen Wohnzimmer bist oder wenn es hell ist im Raum und du möchtest etwas schauen. Je heller das Bild, desto besser siehst du auch effektiv etwas in dem Moment. Bei diesem Beamer jetzt muss ich sagen, ja, bei dunklen Szenen, wenn wir es hier im Studio einigermaßen hell machen, wird es grenzwertig zum Schauen. Ist jetzt aber nicht so, dass der Optoma da speziell schlecht ist. Ich finde, er ist sogar besser eigentlich als die meisten Beamer, die ich gesehen habe auf diesem Niveau. Aber normalerweise würde ich jetzt mal sagen, ein Beamer kaufst du wirklich halt, um ein bisschen Kinofeeling haben daheim. Du wirst abdunkeln im Zimmer, du wirst eher vielleicht mal am Abend einen Film schauen und dann ist das Bild absolut genial. Kein Wunder, der Beamer ist HDR-fähig. Er tut 87% vom DCI-P3 Farbraum abdecken. Das ist für Laserbeamer ein sehr guter Wert. Die sind normalerweise etwa so bei 80-85%. Der ist jetzt bei 87%. Das Bild wirkt total flüssig, wirklich schön smooth. Das liegt daran, dass der Beamer Zwischenbildberechnung macht. Also es wirkt nicht gestockt. Ich meine, schau dir das mal an. Es ist doch einfach eine verdammte Beauty. Und es kostet nicht mal so viel. Also ja gut, 3500 Stutz, aber für einen Beamer finde ich, für die Qualität, die man sieht und für die Bilddiagonale, die man bekommt, geil. Optoma ist so nett bei den Einstellungen, wenn man da die ganzen Einstellungen machen mit der Korrektur, mit dem Seitenverhältnis, dass es schön ins Bild reinpasst, bekommt man ein Testbild über. Und dann kann man anhand von dem ein bisschen schauen, habe ich es richtig eingestellt, sind die Linien überall etwa gerade, sind sie scharf. Und wenn man schauen bei einem Ultra Short Throw Beamer, wie gut vor allem sage jetzt mal, der Fokus ist, also wie scharf das Bild in allen Ecken ist, dann muss man immer ein bisschen so die oberen Ecken anschauen. Das ist relativ einleuchtend. Wie gesagt, das Bild kommt ja von unten so trapezförmig nach oben. Und dann ist oft so oben links und oben rechts das Bild nicht mehr ganz so scharf. Oben links bei uns hat es jetzt ein bisschen Wellen, das liegt aber einfach daran, dass wir die Leinwand, wo wir die mal zusammengebaut haben, dort nicht ganz so gut gestrafft haben, wie man hätte sollen. Das ist mehr menschliches Versagen von unserer Seite aus. Das hat nichts mit dem Beamer selber zu tun. Der Beamer ist dazu noch smart. Das heisst, er hat, ich sage jetzt mal, Smart TV-Oberfläche, wie wir hier sehen. Da mit den verschiedenen Eingängen, die man auswählen kann. Es hat einen Marketplace und da kann man verschiedene Apps herunterladen. Zum Beispiel die Netflix-App. Und die wirst du nicht brauchen, weil der grösste Witz an dem, wir haben einen UHD-Beamer, aber sämtliche Inhalte, die du da abspielen kannst, du kannst sie nur in Full HD abspielen. Sie sind nicht in UHD abspielbar. Sieht entsprechend scheiße aus, du wirst also ein anderes Gerät nehmen. Wenn du jetzt zwar sagst, ja, ich will jetzt nicht die 3500 Stutz ausgeben. Ja, ich will also für den Beamer. Nein, ich 1500 Stutz für eine Leinwand. Da kann ich ja genauso gut einen Fernseher kaufen, der erst noch günstiger ist. Ein Fernseher, der mehr als 65 Zoll Bilddiagonale hat, wird unbezahlbar. Wirklich. Also gerade wenn du einen guten willst, einen OLED-Fernseher, der 75 Zoll Bilddiagonale hat, kostet die schnell mal 10'000 Stutz. Was du da hast, sind nicht 75 Zoll, sondern 100. Also ich sage jetzt mal in Relation wieder zu wie viel Bilddiagonale du effektiv hast für den Preis, ist es dann wieder nicht mehr so teuer. Ja, du zahlst am Anfang viel, es ist eine Investition, aber du bekommst ein riesiges Bild dafür über. Also für das kaufst du dir einen Beamer. Nicht zum Tagesschau schauen, Meteo, ein bisschen Wetterbericht, sondern du willst das Gefühl haben, ich bin hier im Kino,
in meinem eigenen Kino, Popcorn, geiler Film auf der Leinwand und scheiße geht das Zeug ab. Oder? Also für das kaufst du einen Beamer und das sind dir halt dann auch die 5'000, 6'000 Stutz wert, wo ein Beamer plus eine Leinwand zusammen kostet. Cut. Also so, machen wir ein bisschen so behind the scenes kurz. Also, falls du dich gefragt hast, wie wir den geilen Schimmer da hinten angebracht haben, das ist ja Magic, was wir da haben. Also ich meine, schau dir das mal an. Da hat Steffi wirklich gezaubert. Also, du hast einfach verraten, was ich da gemacht habe. Machen wir mal Behind the Line Wand da. Schau mal, wie das aussieht. Ist das ist doch... Ist das nicht genial? Ich finde das. Ich finde das immer so geil. Du denkst immer so, wow, es sieht hure geil aus. Und dann siehst du so hinten dran so ein riesen Chaos, so voller Kabel und alles. Das ist Zauberei. Ja. Das ist Zauberei. So trickst man. So trickst man. Ja. Magic.